Jo, servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Garagengedöns. Hinter mir auf der Hebebühne steht ein TGB Rex Escape 50. Was ein wilder Name. Die Karre hat leider auf jeden Fall Inkontinenz und der Vergaser muss definitiv mal raus und gereinigt werden. Genau darum kümmern wir uns heute und ich würde mal sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Und da sind wir schon in der neuen Folge angekommen. Richtig geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aber wo sind eigentlich meine Kollegen? Ah, da oben. Ihr müsst runterkommen, Jungs. Okay, der erste ist unten und der zweite. Da ist auch der zweite. Richtig geil. Und jetzt bauen wir hier einen Vergaser raus und ich würde mal sagen, wir gehen voll rein. Vergaser ist runter und hier kommt echt ganz schön viel Siffe raus, aber die Karre hat extrem viel Kompression, das fühlt sich schon mal richtig gut an. Der Vergaser hingegen braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Liebe, da kam auch ganz schön viel oder kommt immer noch ganz schön viel Siff raus und den werden wir jetzt erstmal reinigen. Und dafür erstmal unten die Schrauben auf. Also Schrauben sind draußen, aber er geht noch nicht auf. Oh, jetzt ist... Oh. Ihr seht schon, hier sind auf jeden Fall ein paar Ablagerungen drin, richtig eklig. Wenn das schon so aussieht, sind die Düsen auf jeden Fall auch nicht mehr ganz so geil. Deswegen machen wir die auch auf jeden Fall raus. Dafür erstmal die Hauptdüse und die Nebendüse. Und weil der wirklich so gruselig aussieht, machen wir hier auch noch einen Schwimmer raus. Dafür einmal den Stift rausziehen. Und den Schwimmer mit Schwimmernadel vorsichtig nach oben. Damit wäre alles draußen. Wenn ihr euch fragt, warum wir das hier noch nicht weggebaut haben, es ist einfach unfassbar fest da dran. Und wir haben ein bisschen Angst, dass wenn wir das jetzt heiß machen, mit einem Heißluftföhn zum Beispiel, und dann abmachen, dass wir es dann nie wieder so drauf kriegen, wie es ist. Ein neues Teil brauchen deswegen heute nicht fertig werden, weil wir das Teil leider nicht da haben. Und genau deswegen bleibt das jetzt auf jeden Fall erstmal dran. Da die Karre so unfassbar dreckig ist, kommen wir hier mit Bremsenreiniger allein nicht mehr weit und nutzen hier unser Ultraschallbad. Einmal alle Teile ran. Für die Kleinteile nutzen wir unser altbewährtes T-Sieb. Da erstmal alles rein, dann schließen und rein. Dann noch die restlichen Teile rein. Und als kleinen Trick immer ein bisschen Spülmittel mit rein. Ja, und dann Start und los geht's! Jawohl, fertig. Richtig geil. Hier ist mittlerweile eine ganz schöne Brühe drin und der Vergaser bekommt jetzt erstmal Zeit, komplett abzukühlen. Damit geht es in der nächsten Folge weiter. Hier werden schon nochmal die Spaltmaße kontrolliert und Grüße gehen natürlich raus an unseren Garagengedöns-Man. Richtig geiler Typ. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Es war mir eine unfassbare Ehre, dass Sie wieder am Start waren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao!